Ich habe mich nochmal mit der Falle AMS beschäftigt und mir ging es in erster Linie jetzt hier darum, nochmal zu gucken, ob es denn Probleme gibt, wenn wir zweispurig digital fahren. Gerade in den Kreuzungsbereichen, wo es Probleme geben könnte, wenn die Schleifer der Fahrzeuge hier eventuell die andere Fahrbahn bzw. den anderen Stromkreis dann hier berühren könnten, ob es da eventuell Probleme gibt oder ob das problemlos funktioniert. Und dann die Kreuzung im Allgemeinen, denn bei meiner kleinen Bahn hatte ich ja ursprünglich die einspurige Kreuzung hier eingebaut und die hat dann immer wieder Probleme gemacht. Das heißt, entweder wenn die Fahrzeuge langsam gefahren sind, sind sie hier auf der Kreuzung stehen geblieben und wenn sie zu schnell gefahren sind, dann sind sie immer wieder aus der Fahrbahn herausgesprungen im Kreuzungsbereich. Und so dass ich hingegangen bin und meine ursprüngliche Fahrstrecke hier mit der Kreuzung in der Mitte, was ja so eine Art 8 nachher war, dann umgestaltet habe und ein einfaches Oval zum Fahren hatte und damit war die Kreuzung dann mit dieser Problematik dann erstmal raus. Ich konnte mir dann hier vor ein paar Wochen eine Fallerpackung 3906 besorgen. Das sind dann zwar schon die Aurora G Plus Rennwagen gewesen, theoretisch waren in der Packung allerdings nicht drin. Die Packung hat jetzt hier 30 € gekostet, dafür habe ich aber die Handregler, es war der ursprüngliche Transformator von Faller wieder dabei und jede Menge Schienen. Und so, dass ich dann hier hingehen konnte, habe mir noch eine doppelte Kreuzung besorgt und konnte mir dann hier eine kleine 8 zusammenbasteln. Das Ganze findet dann allerdings wieder auf dem Wohnzimmertisch statt, weil ich auf meiner kleinen Bahn natürlich gar nicht genug Platz dafür habe. Ich habe dann versucht, nach so einer Vorgabe aus dem alten Fallerkatalog diese Schienen hier aneinander zu setzen, aber diese Fahrbahngeometrie kam bei mir hier nicht wirklich hin. Und ich habe dann hier eine komplette Aufsicht oder Übersicht über diese kleine Bahn, die ich mir zusammengebastelt habe. Und dann könnt ihr hier sehen, egal was ich gemacht habe, ich hatte also immer irgendwelche Spannungen in den Schienen drin, sodass ich in den Bögen, wo die Schienen zusammengesteckt waren oder sind, dann also immer irgendwelche Spalten drin und das Ganze hat nicht wirklich gepasst, aber kleinere Ausgleichsteile, als wie ich sie habe, mit 3 Zentimetern gibt es, soweit ich weiß, nicht. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das einfach die alten Schienenteile hier so verzogen sind oder ob das prinzipiell bei den Fahrbahnen ein bisschen ein Problem ist, dass diese Geometrie hier einfach nicht 100%ig hinkommt. Das Ganze hat bei mir jetzt eine gewisse Spannung, hält aber, um darauf zu fahren. Allerdings macht es immer wieder ein bisschen Probleme, wenn diese Spalten hier zu groß werden, dass die Führungsstifte der Fahrzeuge hier immer wieder hängen bleiben. Und zum anderen ein Problem bei den alten gebrauchten Schienen, die ich mir jetzt ja hier Stück für Stück da immer zusammengekauft habe. Ihr seht auf der linken Seite ein Fahrbahnteil. Da schauen diese Stromleiter extrem weit aus der Fahrbahn raus. Wenn man jetzt von links nach rechts fährt, ist es kein Problem, weil wir dann auf die tieferen Fahrbahnteile kommen. Wenn wir allerdings von rechts nach links fahren, dann ist es so, dass die Fahrzeuge hier bei langsamer Fahrt auch mal kurz zum Haken kommen, weil sie mit den Schleifern vorne anstoßen. Dieses mittlere Teil ist dann so tief von diesen Stromzuführungen, dass es immer mal wieder Probleme macht und der ein oder andere hier keinen Strom bekommt. Das heißt, wenn man die Strecke dann hier wirklich mal fest installiert, müsste man diese ganzen Fahrbahnteile nacharbeiten und auf der rechten Seite, das ist dann so der Kompromiss dazwischen, so wie es wahrscheinlich ursprünglich war, das ist höher als der niedrige Teil und niedriger als der hohe Teil und darauf fahren die Fahrzeuge eigentlich perfekt. Und das ist jetzt sozusagen mein Grundsetup, das heißt die kleine 8, es sind jetzt hier diese Fahrregler, die für die Falle Aurora gedacht waren. Ich habe allerdings die Falle AMS-Fahrzeuge und was ich jetzt gelesen habe, ist, dass diese Fahrregler, diese Handregler hier einfach einen niedrigeren Widerstand haben, was aber beim Fahren jetzt hier bei mir zum Testen keinerlei Probleme gemacht hat und angeschlossen habe ich das jetzt an dem alten Original Faller-Transformator. Das Einstellen jetzt beziehungsweise das Regeln der Fahrzeuge ging hier relativ gut, also jetzt nicht nur für den Rennbetrieb, wie das ja ursprünglich mal bei dieser Packung gedacht war, sondern auch für den normalen Straßenverkehr, muss ich sagen, war das von der Regelung her gar nicht so dramatisch und auch in den Kurven sind die Fahrzeuge jetzt hier nicht unbedingt langsamer geworden und das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Und im Endeffekt ist es nachher auch ein bisschen davon abhängig, der kleine VW-Bus, der hier seine Runden dreht, ist ein Blockmotor und da haben wir das rote Verkehrsgetriebe eingebaut und der lässt sich dann hier wunderbar regeln, sodass es jetzt nicht unbedingt abhängig hier von den Handreglern ist, sondern es ist auch
extrem davon abhängig, welche Motoren bzw. welche Getriebe eingebaut sind. Die nächste Variante war dann die, dass ich hingegangen bin, habe den Fallertransformator weggenommen und habe hier einen älteren Lehmann-Travo angeschlossen, um das mal zu testen. Und da muss ich sagen, gibt es hier eigentlich gar keine großen Unterschiede. Ist ein Gleichstrom-Transformator und auch hier lassen sich mit den Handreglern die Fahrzeuge relativ gut steuern. Als nächstes bin ich dann hingegangen und habe die Anschlussschiene ausgebaut, weil ich jetzt die Kabel sozusagen direkt an die einzelnen Fahrspuren anschließen möchte. Das wird für die nächsten Varianten dann hier benötigt. Ich habe die Kabel dann einfach von unten eingeklemmt in jede Fahrspur und die Schienen oben drüber wieder zusammengesteckt. Und jetzt habe ich für jede Fahrspur einen dieser alten Lehmann-Transformatoren hier angeschlossen, sodass jede Fahrspur einzeln geregelt werden kann. Und das ist dann das, was jetzt eigentlich schon mal ganz gut funktioniert, und damit ist es jetzt auch möglich, in die Gegenrichtung zu fahren. Da bin ich auch noch nicht dahinter gestiegen mit der Anschlussschiene, ob das jetzt nur in die eine Richtung möglich war, weil das jetzt von der Rennbahn war, oder ob es jetzt dann irgendeine Schaltung gibt, wo man die eine Fahrspur von der Richtung her umkehren kann. Denn bei der Stadtbahn ist es ja dann so, dass eigentlich in beide Fahrtrichtungen gefahren werden kann, unabhängig voneinander. Da bin ich jetzt auch noch nicht ganz schlau geworden, wie das Ganze normalerweise funktioniert. Aber was jetzt hier schon mal zu sehen ist, dass diese Kreuzung völlig problemlos gefahren wird von beiden Fahrzeugen in beide Richtungen auch. Und dass das wahrscheinlich mit diesen Problemen mit meiner kleinen einspurigen Kreuzung an der Kreuzung selber liegen sollte. Denn diese Kreuzung hier macht im Großen und Ganzen keine Probleme. Selbst wenn man erkennen kann, dass die Fahrzeuge hier während der Fahrt auch ein bisschen aufspringen. Es bleibt aber kein Fahrzeug hängen oder springt aus der Spur, sodass ich mal befürchte, dass meine kleine einspurige Kreuzung da wirklich schon komplett verbogen ist. Und man müsste diese dann eventuell nacharbeiten und würde das vielleicht auch wieder hinbekommen, dass die Fahrzeuge sauber über die Kreuzung fahren. Und dann kommen wir zur nächsten Variante, und ich habe jetzt mal hier diese PWM-Regelung eingebaut, die mir hier immer wieder mal empfohlen wurde. Das heißt, wir den alten Standard-Fallertransformator angeschlossen und einen PWM-Regler nach dem Gleichrichter eingebaut und habe mal versucht, die Fahrzeuge damit fahren zu lassen. Es ließ sich da am Anfang nicht ganz so perfekt einstellen. Das heißt, es ließ sich jetzt hier nicht langsam hochfahren, sondern man braucht eine gewisse Spannung scheinbar, damit die Fahrzeuge losfahren. Lässt sich dann aber die Geschwindigkeit wieder ein bisschen runterregeln. Und dann muss ich sagen, das hat eigentlich relativ gleichmäßig funktioniert, nachdem man einmal diese passende Geschwindigkeit gefunden hat. Und gerade für den Stadtverkehr ist das natürlich vollkommen ausreichend, weil da soll ja eigentlich mehr oder weniger nur eine Geschwindigkeit durchgefahren werden. Und hier habe ich dann mal den Regler fotografiert, den ich mir da besorgt habe. Das waren jetzt 2 Regler im Pack für ungefähr 7 €. Habe überall gelesen, dass man jeden einfachen PWM-Regler nehmen kann. Und ich weiß nicht, ob es jetzt hier technisch irgendwelche Unterschiede gibt. Deswegen habe ich den mal hier von oben und auch mal von unten fotografiert. Ich weiß nicht, ob man das, wie gesagt, dann noch verändern kann, indem man jetzt andere Regler nimmt. Aber selbst mit den einfachen Reglern muss ich sagen, dass diese Steuerung hier relativ gut funktioniert hat. Und ich bin dann hingegangen, habe hier den zweiten PWM-Regler an die zweite Spur angeschlossen, und dann passiert aber leider Folgendes, und zwar der Citroën, der hier schön seine Runden gedreht hat, ist komplett gleichmäßig gefahren. Wenn das zweite Fahrzeug aufgesetzt wird und seine Geschwindigkeit fährt, dann nimmt dieses Fahrzeug diesem Citroën in dem Fall hier so viel Saft weg, dass der bei gleicher Einstellung der Regler jetzt gar nicht mehr gleichmäßig durchfährt, immer wieder stehen bleibt, angeschoben wird. Und wenn ich das andere Fahrzeug aber von der Schiene nehme, den Citroën dann noch einmal anschiebe, fährt der vollkommen problemlos seine Runden. Das ist jetzt meiner Ansicht nach eher eine Sache vom Transformator, dass der vielleicht jetzt gar nicht dafür geeignet ist, hier beide Fahrzeuge über die PWM-Regler mit Strom zu versorgen. Denn als nächstes bin ich hingegangen und habe die beiden Lehmann-Transformatoren nochmal angeschlossen, jeder an einem PWM-Regler an jeweils einer Fahrspur. Und dann ist das kein Problem und man kann die Fahrzeuge vollkommen unabhängig voneinander wieder steuern. Aber auch hier muss ich sagen, dass ich das Gefühl habe, dass es davon abhängig ist, welche Motoren und welche Getriebe hier eingebaut sind. Denn der VW-Bus fährt meiner Ansicht nach hier richtig gleichmäßig schön langsam seine Runden, während der Citroën hier so ein bisschen ruckelig unterwegs ist.
und eine Nummer schneller, denn es ist auch ein Blockmotor, der hat allerdings dann noch das weiße Getriebe eingebaut und nicht das rote Verkehrsgetriebe wie der VW-Bus. Und dann kommen wir jetzt zu meiner favorisierten Variante, so war es ja auch bei der kleinen Bahn schon. Das heißt, die Fahrzeuge bzw. die einzelnen Spuren jetzt mit einem einzelnen Digitaldecoder anzusteuern. Das hat ja bei der einspurigen Variante sehr gut geklappt und ich habe jetzt hier nochmal kurz den Decoder, den ich da habe, den einfachen Lokpilot Standard, weil die Decoder sowieso hier bei mir schon vorhanden waren. Eventuell kann man hier auch einen besseren Decoder einbauen und eventuell auch bessere Fahreigenschaften erzielen. Das müsste man dann probieren. Und ich bin dann hingegangen, habe die Mobile Station jetzt hier als Steuerung verwendet und habe für jede Fahrspur einen Decoder vorgeschaltet. Das sieht jetzt hier leider so ein bisschen verwirrend aus, weil ich diese 8-fach-Stecker noch dazwischen hatte und weil ich die Kabel jetzt natürlich nicht unter der Platte verstecken kann. Da hätte ich jetzt unseren Wohnzimmertisch löchern müssen. Deswegen sieht das jetzt so ein bisschen unprofessionell aus, aber es ist so, dass jede Fahrspur jetzt ihren eigenen Decoder hat. Und interessant war jetzt für mich, weil viele Informationen im Internet kursieren, dass es hier jetzt bei den Kreuzungen und so weiter Probleme geben könnte, wenn die Fahrzeugschleifer hier eventuell die anderen Kontakte der anderen Fahrbahn berühren. Das habe ich jetzt allerdings hier ausgiebig fahren lassen. Vor der Kreuzung sind jetzt jeweils nochmal immer ein Stück gerade Schiene eingebaut, sodass die Fahrzeuge auch immer gerade über die Kreuzung kommen. Und ich habe jetzt hier überhaupt keine Probleme gehabt, sodass ich denke, dass das eine Variante sein könnte, auch für später mal bei mir eine größere Bahn, dass man in dieser digitalen Version die Fahrzeuge dann mit am besten steuern könnte. Und man kann dann auch auf jeder Fahrspur jetzt den Decoder nochmal anders programmieren und nochmal von den Einstellungen her verändern, sodass man hier eventuell die Unterschiede zwischen den verschiedenen Motor- und Getriebevarianten wahrscheinlich noch besser ausgleichen kann, wenn man sich dann noch weiter mit beschäftigt. Und für mich mit einer der Hauptgründe ist wahrscheinlich der Lastausgleich, der in diesen Decodern eingebaut ist, sodass ich hier das Gefühl habe, gegenüber der PWM-Regelung oder auch der anderen Regelung vorher mit den Transformatoren, dass die Fahrzeuge hier einfach gleichmäßiger fahren. Langsamer konnte ich jetzt leider nicht fahren, weil ich dann immer wieder hier 2 Stellen habe, an denen die Fahrzeuge stehen geblieben sind. Das hat aber jetzt nichts mit den Decodern zu tun oder mit der Stromzufuhr, sondern es ist definitiv, dass die Schienen jetzt hier von mir noch weiter bearbeitet werden müssen. Und ich denke mir, wenn man hier besseres Schienenmaterial zur Verfügung hat, dass das vollkommen problemlos funktionieren sollte. Ja, und da das funktioniert, bleibt das bei mir meine absolut favorisierte Steuerung für die Anlage. Denn gerade mit dem kleinen VW-Bus, der dieses Stadtgetriebe schon eingebaut hat, kann man erkennen, dass die Geschwindigkeit mir jetzt hier schon sehr, sehr realistisch vorkommt. Und damit sind wir dem Ziel einer möglichst realistischen Geschwindigkeit doch relativ nahe gekommen. Was mich jetzt noch interessieren würde, die Variante mit dieser gegenläufigen Fahrspur. Gibt es jetzt da irgendwelche Schaltungstricks, wenn man eine dieser Anschlussschienen einbaut? Oder gibt es jetzt spezielle Anschlussschienen für die Stadtbahn und spezielle Anschlussschienen für die Rennbahn, so wie ich jetzt hier eine erwischt habe? Oder muss man einfach nur die Kabel umstecken und ich habe es nicht gemerkt? Ja, wenn da irgendjemand mehr weiß, dann wäre es schön, wenn man es in die Kommentare schreibt. Ansonsten war es das jetzt erstmal von mir aus mit meinem Video. Wenn ich irgendwelche Dinge vergessen habe oder verdreht habe, schreibt es mir wieder gerne in die Kommentare. Ich trage das dann wieder gerne nach, denn ich glaube, dass ich hier die technischen Möglichkeiten noch gar nicht alle sozusagen durchblickt habe. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr und bis bald.